dass eben auch das Schreiben von wissenschaftlicher Software als Wissenschaftsleistung anerkannt wird. Forschung ohne Forschungssoftware ist heute undenkbar. Man braucht sie zum Beispiel für die Verarbeitung und Auswertung empirischer Daten. Better Software, Better Research ist ein Slogan, den es nicht umsonst gibt, denn er zeigt, wie wichtig Forschungssoftware ist und auch gleichzeitig, dass es noch Bedarf gibt, zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Till Sauerwein arbeitet bei ZBMed und hat vor kurzem in Sachen Forschungssoftware promoviert. Wie schön, dass Till gerade heute hier ist und wir uns austauschen können. Ja, hallo Elke und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Till, du bist von Haus aus Biologe. Ja. Wie bist du denn dann bei der Bioinformatik gelandet? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe erstmal ganz klassisch Biologie Bachelor und Master studiert an der Uni Würzburg und ich habe da auch verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich habe Ökologie gemacht, habe da mit Honigbienen gearbeitet, war im Labor und wollte alles eigentlich mal so ein bisschen ausprobieren und habe erst dann relativ spät in der zweiten Hälfte des Masters mal in die Bioinformatik reingeschnuppert und habe dann im Rahmen eines Laborpraktikums das erste Mal mit Python programmiert. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das eigentlich sehr viel Spaß macht und habe dann auch eine Masterarbeit geschrieben, in der ich auch das erste kleine Tool programmiert habe und bin dann dabei geblieben und habe mich dann auch dazu entschieden, dann auch während der Promotion ein Stück Software zu entwickeln. Und das ist so allgemein, wie man meistens bei Forschungssoftware landet, oder gibt es noch andere Fälle, wie man bei Forschungssoftware landen kann? Also ich kenne diesen Werdegang tatsächlich von vielen von den Kollegen und Kolleginnen, dass die erstmal was anderes studieren, dass die erstmal Geologie machen, Biologie, aus der Physik kommen, aber auch aus den Geisteswissenschaften und dann auch irgendwie, ich nenne das mal so, reinrutschen. Es gibt aber auch dedizierte Studienprogramme, die sich dann zum Beispiel Bioinformatik nennen und da ist dann auch von Anfang an schon ein größerer Fokus auf Programmieren und Softwareentwicklung. Und bei ZBMed arbeitest du jetzt an einem Projekt Redemption. Was ist denn Redemption so für Laien ausgedrückt? Genau, also Redemption für Laien ausgedrückt. Erstmal, es ist eine sogenannte RNA-Seq-Pipeline. Das wird jetzt den meisten wahrscheinlich nichts sagen, aber ich erkläre kurz, was das ist. Also alle Zellen, alle Organismen haben ein Genom, da befinden sich ihre Gene drauf. Und auf diesem Genom, da befinden sich die Baupläne für Proteine. Und Zellen, die wandeln diese Baupläne in Proteine um. Und als Zwischenschritt dabei entsteht RNA. Und diese RNA, die können wir sequenzieren. Das können wir in so Sequenzierautomaten machen. Das sind so große, ja, sieht so aus wie so ein großer Drucker. Da können wir die RNA sequenzieren. Und meistens, wie das Ganze dann aussieht, ist, dass man verschiedene Versuchssetups hat. Also bei uns in der Mikrobiologie bzw. Infektionsbiologie ist das Ganze so, dass man meistens ein Pathogen hat, ein Bakterium, das zum Beispiel menschliche Zellen infiziert. Und dann sammelt man einmal diese RNA von diesem Infektionssetup und vergleicht es auch mit Setups, wo zum Beispiel keine Infektion stattfindet. Und letztendlich will man dann herausfinden, welche Gene sind eben während einer Infektion eher aktiv oder inaktiv, um dann schlussendlich auch geeignete Medikamente dafür zu finden und diese Krankheit besser zu verstehen. Und unsere Aufgabe, die beginnt also dann, oder die Aufgabe von Redemption, nachdem die RNA sequenziert wurde, dann hat man Millionen von kleinen Sequenzen. Und was Redemption dann macht, ist, es soll eigentlich Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen die Arbeit erleichtern, indem es alle Analyseschritte, die darauf folgen, automatisiert durchführt. Also da geht es einmal darum, dass die Daten erstmal gereinigt werden, schlechte Daten verworfen werden. Dann werden diese kurzen Sequenzen den einzelnen Genomen, den einzelnen Genen zugeordnet. Und zum Schluss passiert dann noch eine statistische Auswertung. Dann sehe ich dann wirklich, welche Gene sind in welchem Maße aktiv oder inaktiv. Und danach kommen dann noch ein paar
Analyseschritte, ein paar Visualisierungsschritte, die auch noch ein paar Graphen erstellen. Genau, und jetzt kommt auch die Forschungssoftware ins Spiel. An welcher Stelle? Wo setzt Genau, ihr die ein? genau. Ja. Redemption macht alles direkt von diesen Rohsequenzen. Also es geht schon los bei dem Aufreinigen bis hin zur Visualisierung. Das machen wir alles mit Redemption. Und das ist so geschrieben, dass das auch von Nicht-Bioinformatikern, also von Bioinformatikern durchgeführt werden kann. Die müssen minimal ein bisschen Ahnung haben, wie man in einem Terminal Programme laufen lässt, aber sonst ist es auch von Laien durchzuführen. Und das ist auch eigentlich der Ansatz, den wir haben wollen, dass wir so eine Software kreieren, die einen Workflow, den man sehr oft benötigt, automatisiert durchführt. Und es gibt ja schon Software, die man nutzen kann. Also auch Excel wird ja in der Forschung häufig eingesetzt. Ich habe mal von also für mich ist es lustig, ich glaube für die Wissenschaftler ist es nicht so lustig, dass die Gennamen geändert wurden, damit Excel sie nicht automatisch in Daten umwandelt. Warum braucht es denn diese spezielle Software? Also an welchen Stellen braucht man spezielle Software oder gibt es auch Stellen, wo die, ich sag mal, herkömmlichen Tools, die auf dem Markt sind, ausreichen? Ja, genau. Also ich würde mal sagen, für einfachere oder weniger komplexe Analysen kann man durchaus auch Excel benutzen oder spezielle Statistiksoftware. Für unsere Fälle, was ich gerade beschrieben habe, da würde das nicht mehr gehen. Das fängt schon damit an, also dieser Sequenzierautomat, der erstellt dann Dateien, wo zwischen 5 und 40 Millionen Zeilen drin sind, diese sogenannten Reads, diese kurzen Sequenzen. Das könnte man gar nicht in Excel laden. Die haben da, glaube ich, ein Zeilenlimit von etwas über 1 Million. Das geht zum Beispiel nicht. Außerdem auch dieses Zuordnen, man nennt es dann das Mapping, das Zuordnen dieser Kurzsequenzen zu den Genomen, da gibt es auch keine kommerzielle Software, die sowas abbilden würde, weil es eben ein sehr kleiner Spezialbereich ist. Und was unterscheidet jetzt das Programmieren von Forschungssoftware von dem Programmieren von anderer Software? Ja, also ich würde sagen, dass einer der Hauptunterschiede ist, dass unsere Software nicht ganz so benutzerfreundlich ist. Vielleicht, das fängt schon mal damit an, wir haben meistens keine grafische... Keine Werbung. Nein, aber das muss man einfach so sagen und das hat auch seine Gründe. Ja. Also es fängt schon damit an, dass wir oft keine Benutzeroberfläche haben, sondern dass die Befehle in ein Terminal eingetippt werden. Und man muss dazu wissen, die Berechnungen, die Wissenschaft, die Statistik, die entsteht, bis man die implementiert hat, also einen Code dafür geschrieben hat, das dauert sehr lange. Wenn man jetzt noch eine grafische Benutzeroberfläche draufsetzen würde, dann würde es wahrscheinlich noch mal genauso lange dauern. Und dafür sind einfach die Ressourcen nicht da. Ja? Wenn man jetzt wüsste, dass diese Tools von ganz vielen Leuten verwendet werden und nicht nur von einer kleinen Gruppe, dann könnte man da auch mehr Zeit investieren und zum Beispiel auch so eine grafische Benutzeroberfläche dann ja noch hinzufügen. Was vielleicht auch noch ein Punkt ist, dass es besonders wichtig bei wissenschaftlicher Software, dass sie reproduzierbar sein muss. Dazu gehört, dass sie auch offen sein muss. Das heißt, jeder einzelne Schritt, den ich mache, jede einzelne Berechnung muss nachvollziehbar sein und muss auch von anderen Personen auch nochmal durchgeführt werden. Die müssen bei den gleichen Daten die auch aufs gleiche Ergebnis kommen können. Also da sind wir bei den FAIR-Prinzipien, die es speziell für Forschungssoftware geht. Verstehe ich das richtig? Das hängt auch damit zusammen, genau. Also da ist ja wobei, da geht es eher um die Reproduzierbarkeit der Daten. Bei den FAIR-Prinzipien geht es auch vor allem bei dem R bei Reusability, also dass man die Sachen wiederverwenden darf. Da geht es dann nochmal eher darum, dass man eine geeignete Lizenz vergibt, zum Beispiel für seine Software. Also wir bei ZBMed, aber auch ganz viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben eigentlich, wenn sie so Forschungssoftware erstellen, vergeben offene Lizenzen. Man sagt auch Public Money, Public Code. Das heißt also,
Andere Wissenschaftsgruppen, die können unsere Software nehmen, können die entweder genauso benutzen, wie sie ist, oder können die auch verändern und ihre eigene Software draus machen oder das in ihre Software integrieren. Auch wir bei Redemption machen das auch so. Nicht der komplette Code ist von uns geschrieben. Wir benutzen auch Module und Software von anderen Forschungsgruppen und das ist auch so gewollt. Ja. Ist aber eben nur möglich, wenn man eine Lizenz vergibt, die dafür auch geeignet ist. Die Lizenzierung ist enorm wichtig. Jetzt ist ja die Wissenschaft geprägt von befristeten Verträgen, von Publikationsdruck, lauter Lonely Wolves, die jeweils an ihren Projekten arbeiten. Das ist ja gar nicht so einfach. Also was kann man noch dafür tun, dass diese Software, du hast es am Anfang ja schon angedeutet, dass die wirklich kooperativ genutzt werden kann? Was kann man zusätzlich noch tun, damit, weil ansonsten kann es ja sein, du arbeitest in Würzburg was und jemand anders arbeitet in Hamburg an einem ähnlichen Thema. Ja, also das ist auch durchaus der Fall, dass das leider so passiert. Und du hast auch gerade schon angesprochen, das ist halt unser Reputationssystem in der Wissenschaft, dass vor allem Publikationen, die Anzahl an Publikationen in Fachzeitschriften und aber auch der Impact-Faktor bewertet wird. Und wissenschaftliche Software kann man auch natürlich veröffentlichen. Man kann die auch in Fachzeitschriften veröffentlichen. Aber da muss man zumindest sagen, für den Großteil der Software, die veröffentlicht wird, die werden eher in Journalen mit einem niedrigeren Impact-Faktor veröffentlicht. Oder es gibt auch Teile von Software, die niemals in einer Fachzeitschrift veröffentlicht wird. Da werden zwar die Module veröffentlicht, es gibt dazu eine Dokumentation und ein GitHub-Repositorium, aber es gibt da keine wissenschaftliche Publikation, die man sich dann auf die Fahne schreiben kann. Und es gibt Initiativen, zum Beispiel in Deutschland gibt es einen Verein, die Research Software Engineers, die sich dafür stark machen, dass eben auch das Schreiben von wissenschaftlicher Software als Wissenschaftsleistung anerkannt wird. Also halten wir fest, da ist noch verdammt viel Luft nach oben, dass Forschungssoftware als eigenständige wissenschaftliche Leistung anerkannt wird. Ganz genau, das schwimmt im Moment eher so mit bei der Forschung, die man macht. Ja. Du machst auch Trainings. Ja. Sicherlich kommt dieser Teil, dass Forschungssoftware ein wichtiger Teil ist, der wissenschaftlichen Leistung darin auch vor. Aber ich würde jetzt noch mal interessieren, was sind die Inhalte, die in den Trainings drin vorkommen, also um zu ermöglichen, selber an der Forschungssoftware zu arbeiten? Ja, also bei den Trainings muss ich sagen, da klammern wir tatsächlich diese Themen wie Lizenzen und Publikationen, das klammern wir erstmal aus, weil wir da wirklich absoluten Beginnern beibringen möchten, wie man programmiert. Also die lernen dann, wie man mit Python programmiert, die lernen, wie man ihren Code abspeichert, wie man den versioniert, die lernen, wie man Programme laufen lässt, aber die lernen erstmal nicht, wie man das veröffentlicht. Also wir haben ein kleines Modul, da zeigen wir denen auch mal, wie so ein kleines Python-Paket erstellen. Genau, aber das war es dann erstmal. Ja. Und für die ist auch wichtig, würde ich sagen, dass die erstmal zu Ergebnissen kommen, bevor die überhaupt daran denken, eine eigene Software daraus zu machen und die zu veröffentlichen. Früher war so der ganz klassische, ich weiß, ich bin jetzt bei fürchterlichen Klischees, aber früher war Lokführer so der klassische Traumberuf für Männer. Jetzt habe ich in Stellenausschreibungen, zum Beispiel bei Stepstone, Research Software Engineer gefunden. Das ist aber noch nicht so ein fester Begriff, also wie mir scheint, sondern ist auf dem Weg dahin. Könnte Research Software Engineer ein Traumberuf für Männer und Frauen gleichermaßen sein? Also mit Sicherheit, allein wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns in die Gruppe schaue, da haben wir aus allen Fachrichtungen und sowohl Männer als auch Frauen, die dort als Research Software Engineer arbeiten. Beziehungsweise das auch so ein bisschen nebenbei zu ihrer Forschung machen. Ja, also da würde ich sagen, gibt es natürlich keine Einschränkungen hinsichtlich des Geschlechts. Ja, okay. Also das heißt, bei ZB Med wird das schon absolut gelebt. Also, ja. Aber das ist auch bei anderen Gruppen in der Bioinformatik ist es nicht mehr so, dass da irgendwie nur noch die Männer im Keller hocken und da vor sich hin programmieren. Also das ist vorgestern so gewesen. Vorgestern. So. Und das ist häufig so, dass das FachwissenschaftlerInnen sind, die Spaß am Programmieren haben und in ihren einzelnen Projekten daran arbeiten. Genau, also bei uns würde ich sagen, ist das bei
5 unserer 6 Personen, die Forschungssoftware schreiben, ist das so der Fall. Wir haben aber auch eine Person, die eher aus der IT, aus der Softwareprogrammierung kommt und dann eher etwas in Richtung Forschung gegangen ist. Ja, den Werdegang gibt es auch. Den Werdegang gibt es auch. Aber können wir festhalten, Coding ist Fun und jetzt tut sich ein neues Berufsbild auf? Ja, auf jeden Fall, ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Till. Danke, dass du da warst. Ja, gerne. Und wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, freuen wir uns sehr. Gebt uns auch gerne ein Like. Wir sehen uns dann im nächsten Video.